Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie versprochen, im letzten Video werden wir zusammen noch ausführlich eine Trockentrenntoilette bauen. Diese habe ich schon bei Lea eingebaut und bei meinem letzten Projekt. Im ersten Videoteil werden wir zusammen die Sitzplatte machen. Da wird ein Kiltwick Trockentrenntoiletteneinsatz eingefräst und das Ganze passgenau natürlich mit einem normalen, handelsüblichen Toilettendeckel versehen. Unter der Sitzplatte werden wir später dann im zweiten Teil einen Schubkasten einbauen, in dem Sägespäne oder andere Kokosspäne eingebracht werden können. Und rechts davon im Bild sehen wir ein Fach für einen Kanister. Ich starte grundsätzlich immer mit einem Brettriss. Da zeichne ich 1:1 auf, wie das Ganze werden soll. Dann kann man sich das besser vorstellen. Und im zweiten Schritt wird dann aus diesem Brettriss eine Frässchablone hergestellt. Mit der kann ich dann die Massivholzplatten sauber bearbeiten. Man kann das natürlich auch mit einer Stichsäge machen, aber es wird einfach nicht so sauber. Deswegen werde ich die ganzen Konturen alle mit einer Oberfräse erzeugen. Viel Spaß beim Video, bleibt also dran, wenn ihr sehen wollt, wie ich diese Sitzplatte herstelle. Hier könnt ihr den Trockentrenneinsatz von Kiltwick sehen. Dieser soll flächenbündig in die Platte eingelassen werden. Ich finde es einfach schöner und sauber zu putzen. Von daher muss ich jetzt hier eine Schablone herstellen, um diese Versenkung einfräsen zu können. Ja, die erste Schwierigkeit ist jetzt die Außenkontur auf die Mitte zu kopieren, um den Ausschnitt passgenau hinzubekommen. Hier habe ich mir jetzt ein Distanzstück gemacht, das lege ich am Außenriss an und mache dann innen immer so 1 Zentimeter lange Striche rein und so kopiere ich die Außenkontur in die Mitte rein. Ihr könnt es hier sehen, wie ich das mache. Und am Ende werden die ganzen Linien miteinander verbunden und ich kann hier an dieser Innenkontur dann die Stichsäge ansetzen und den Mittenteil raussägen. Ich säge feine Sachen auch mal gern von unten. Man sieht es hier, man kann super auf den Anriss schauen und die Sägespäne fliegen nach unten weg. Ja, der erste Schritt ist getan, der Einsatz passt in die Schablone, es kann also weitergehen. Hier könnt ihr sehen, wie ich die zweite Schablone herstelle. Am besten geht es mit der Tischkreissäge, die geraden Kanten zu machen. Damit ich den Auslauf mit dem Sägeblatt treffe, wird dieser übertragen nach oben. Ich muss die Schablone umdrehen. Ihr seht jetzt rechts am Anschlag einen Strich. Der Strich spiegelt den Sägeblattauslauf wieder und soweit säge ich jetzt hier ein. Zum Sägen der Sperrholzplatten verwende ich ein Feinzahnsägeblatt 50 mm mit ganz feinen Zähnen, sodass mir das Holz gerade beim Querschneiden so wenig als möglich aussplittert. Ja, ihr seht mich jetzt die Schablone aussägen. In der Regel säge ich Material von unten, damit die Sägespäne mir nicht ins Auge fliegen und ich einen besseren Blick auf das Sägeblatt habe und auf den Anriss, wie ihr das hier seht. Manchmal geht es nicht anders wegen der Spannung des Werkstückes auf dem Tisch, aber wenn es irgend möglich ist, bevorzuge ich diese Sägeweise hier. Jetzt werden wir noch eine dritte Frässchablone bauen. Diese Frässchablone ist zum Einfräsen des Kiltwick-Einsatzes in der Fläche. Zum Herstellen der dritten Frässchablone verwende ich die erste. Im ersten Schritt übertrage ich die Innenkontur des Einsatzes. Dieser wird dann ausgesägt und im Anschluss lege ich den Einsatz in die Aussparung und markiere die Außenkontur. Auch hier säge ich die Außenkontur auf Anriss wieder von unten. Ihr seht schön an diesen Aufnahmen, wie man auf den Anriss sieht und man sauber arbeiten kann. Diese Schablone dient dann im nächsten Schritt dazu, den Einsatz in der Platte einzufräsen. Ja, hier seht ihr, wie ich Rundungen schleife. Das ist ja die Sichtkontur
Ich nehme einen runden Gegenstand, eine Flasche oder wie hier eine Silikonkartusche, lege ein Schleifpapier drum und kann so sauber Rundungen verschleifen. Bevor wir jetzt weitermachen, schauen wir natürlich, ob der Einsatz auch reinpasst. Prima, das schaut super aus. Damit ich beim Fräsen nicht zu viel Späne produziere und sich die Maschine schwer tut, säge ich jetzt zuerst mal die Mitte aus. Ich lasse ca. 5 mm Abstand zum Anriss. Und damit ich meine Auflage nicht kaputt fräse, lege ich mir Leisten unter die Platte. Ich verwende jetzt zum Schablonenfräsen immer einen 1:1 Bündigfräser. Das bedeutet, das Kugellager hat denselben Durchmesser wie die Frässchneide unten. Das Kugellager sitzt oben. Das heißt, mit dem Fräser kann ich jetzt oben die Schablone kopieren und unten fräst mir genau die gleiche Kontur in das Werkstück. Und so gehe ich Schritt für Schritt nach unten. Ich zerspanne bei Hartholz in der Regel so ca. 5 mm und gehe dann reihum und Schritt für Schritt runter, bis ich die Kontur kopiert habe. Im nächsten Schritt werden wir die Vertiefung des Einsatzes in die Fläche einfräsen. Wie ihr sehen könnt, dienen wir die 1:1 Schablonen auch dazu, die Konturen immer auf die Platte zu übertragen und den Einsatz sauber auszurichten. Wie ihr hier seht, ist er noch nicht eingefräst, kann man aber den Deckel mit dem Unterteil exakt ausrichten, um dann eine schöne optische Übereinstimmung zu bekommen. Ja, die Ausfräsung ist mega breit, das heißt die Gefahr, dass mir die Maschine im Inneren nach unten gibt, ist riesengroß. Das heißt, ich habe hier mir aus dem Rest Schablonenholz eine Hilfskonstruktion gebaut. Diese werde ich jetzt unter die Maschine kleben, um das Abkippen beim Ausfräsen der breiten Vertiefung zu verhindern. Ja, am Ende hilft natürlich die Abstützung nicht mehr, die hängt dann in der Luft. Da muss man natürlich dann schon aufpassen, dass man die Maschine immer sauber auf der Fläche drückt, auf der Schablone, damit die dann nicht reinkippt. Am Ende mache ich noch einen Schlichtgang und fahre die Schablone nochmal komplett sauber ab. Im letzten Schritt werde ich das gleiche in der Vorderkante wiederholen. Ich säge zuerst den groben Abfall weg mit ca. 5 mm Abstand zum Anriss und dann wird wie in der Mitte auch die Schablone aufgelegt und in mehreren Stufen nach unten bündig gefräst.
Ja, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Hier könnt ihr sehen, wie es im nächsten Video weitergeht. Wir werden den Unterschrank bauen und die ganze Installation durchführen. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt mir gesund und vergesst nicht, das Video zu liken oder zu kommentieren. Das hilft mir, um dem Kanal zu wachsen. Bis zum nächsten Video. Ciao.